Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren und etwas kürzeren Video, denn Nvidia und Gigabyte haben mich gebeten, mir das Thema Raytracing mal genauer anzuschauen, weil das bisher auf meinem Kanal noch nie ein Thema war tatsächlich und persönlich auch noch nicht wirklich ein Thema für mich war, weil die meisten Spiele, die ich bisher gezockt habe, Raytracing gar nicht unterstützt haben. Also ich bin ja eher so PUBG-Mensch und deswegen sollte ich mir das mal genauer anschauen und das machen wir im heutigen Video. Kommen wir kurz zu den Basiskomponenten dieses Videos. Wir haben ein X570 Aorus Pro von Gigabyte. Darauf sitzt ein 3900X. Also eine 12-Kern-CPU ist auch wichtig für so ein Video, was ich jetzt zum Beispiel gerade erstelle, weil es läuft gerade OBS, neben dem, dass wir dann gleich Spiele spielen, und OBS braucht ja auch schon ein bisschen Leistung, deswegen passend ein 3900X. Wir haben eine RTX 2070 Super drauf von Gigabyte, das ist die Gaming OC 3X8G. Die gleiche Version der Karte hatten wir schon im Test, aber als RTX 2080 Super Version, also nochmal eine Leistungsstufe höher. Aber ich kann dadurch sagen, dass der Kühler sehr gut designt ist, weil er eben sehr, sehr leise ist, auch unter Last. Wir haben eine funktionale Backplate, das heißt hinten eine Metall-Backplate, die Wärmeleitpads drunter hat. Das heißt, wir haben ein Wärmeleitpad unter der GPU, wir haben Wärmeleitpads unter den MOSFETs und so kann die Backplate Wärme von der Platine abführen und verteilen. Ist nicht nur ein optisches Teil und dient der Stabilität, sondern eben auch der Wärmeabfuhr. Das Ganze, falls euch so das Design von diesem Typ der Karte mehr interessiert, schaut euch am besten mein RTX 2080 Super Review an. Da findet ihr mehr dazu, weil die Karte 1:1 identisch aufgebaut ist. Ich persönlich habe mich vor allem gefragt erstmal, wie sind die optischen Unterschiede bei Raytracing? Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon, die Battlefield 5 zum Beispiel zocken, Dying Light 2, Metro Exodus, solche Games. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie ist der Einfluss auf die Performance? Das heißt, ich habe Benchmarks für euch vorbereitet. Metro Exodus, Control, das Spiel schauen wir uns auch gleich näher an. Shadow of the Tomb Raider und Battlefield 5. Da habe ich verglichen, wie ist die Leistung mit der RTX 2070 Super mit Raytracing an und aus mit 1080p, weil ich denke 1080p ist für diese Karte auf jeden Fall die beste Auflösung, je nach Spiel vielleicht auch 1440p, 4K. Wahrscheinlich, zumindest wenn man Ultra-Einstellungen verwendet, sollte man eher eine 2080 Super nehmen oder 2080 Ti im Idealfall, weil da ist einfach die Leistung nochmal ein bisschen besser. Wir schauen uns jetzt aber erstmal Control an. Wenn wir Control starten, dann können wir direkt auswählen, ob wir in DirectX 11 oder 12 zocken wollen. Natürlich, Raytracing ist nur in DirectX 12 verfügbar. Das ist wichtig, das müsst ihr natürlich wissen, wenn ihr das Spiel starten wollt und auch das richtige Spielerlebnis haben wollt. Im Menü von Control, da klickt ihr oben auf Anzeigen. Da seht ihr, ich habe hier 1080p eingestellt. Die Qualitätseinstellungen sind auf Ultra, beziehungsweise die waren auf Hoch und hier auf Ultra. Genau so hatte ich auch vorhin getestet. Und dann haben wir hier unten Raytracing-Voreinstellungen. Hier stellen wir Raytracing auf Hoch. Das Schöne ist, bei Control können wir das auch im Spiel live an- und ausmachen und uns gleich ein paar Unterschiede anschauen. Jetzt gehen wir erstmal auf Spiel fortsetzen. Kommen wir jetzt auch direkt mal zum ersten Raytracing-Feature. Wir schauen uns das Ganze in Control an, weil Control, soweit ich weiß, die beste Umsetzung bisher bietet oder die meisten Features implementiert hat. Und zwar sind das transparente Reflexionen. Das ist auch persönlich mein Highlight, was Raytracing betrifft, weil ich gerade im Multiplayer für zukünftige Games da ein sehr großes Potenzial sehe. Also ihr seht, wenn ich hier einfach vor dieser Wand laufe, also es sind einfach Glasscheiben, dann seht ihr, ich spiegel mich darin, also meine Figur. Und auch der Hintergrund spiegelt sich darin. Wenn wir jetzt mal kurz Raytracing ausschalten, dann seht ihr nämlich, wie das normalerweise aussieht. So, da seht ihr Raytracing aus, die Figur ist weg, man hat so diese typische, ja, die typische Ansicht, wie man es von Spielen kennt. Es ist ja nicht mal schlecht oder ja, man kennt es ja eigentlich so, dass man wie so ein künstliches Spiegeln in den Scheiben hat. Aber wenn man dann plötzlich das Raytracing eben anmacht und sich drin spiegelt und auch die Umgebung, dann sieht das plötzlich wesentlich realistischer aus. Das muss man ganz klar sagen. Ich sehe auch für Multiplayer da ein sehr großes Potenzial, weil ich mir denke, keine Ahnung, ihr steht irgendwie an einem Auto, wartet dran und ihr könnt in die Glasscheibe schauen, könnt vielleicht um eine Ecke schauen, seht dort die Reflexion von dem Spieler, der um die Ecke läuft oder sowas. Ich glaube, für die Zukunft, gerade wenn Raytracing vielleicht im Multiplayer mal
richtig implementiert ist bei den ganzen großen Titeln, dann kann das sehr viele Vorteile oder interessante Optionen bilden, die so im Multiplayer bisher aktuell, glaube ich, nicht wirklich relevant sind. Aber deswegen finde ich transparente Reflexion sehr, sehr interessant, weil man eben sich aktiv drin spiegelt oder die Umgebung, während man auch durch das Objekt durchschauen kann. Also es wird quasi berechnet, wie Lichtstrahlen durchgehen und auch eben teilweise reflektiert werden und dann eben wieder rückreflektieren mit den Objekten, die sich in der Umgebung befinden. Dann haben wir jetzt hier einfach mal so einen Blick in ein Office und hier haben wir natürlich viele verschiedene Geräte, die hier rumstehen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Drucker oder ein Telefon und diese ganzen Geräte werfen eben auch Schatten und dann zum Beispiel auf andere Geräte. Und der Schatten ist ja nicht nur abhängig davon, aus welche Richtung das Licht kommt, sondern auch zum Beispiel, welche Farbe dieses Objekt hat. Weil, ihr wisst ja, ein weißes Objekt reflektiert zum Beispiel Licht viel, viel stärker als ein schwarzes Objekt, das ja eher lichtverschluckend ist. Das Ganze nennt sich dann indirekte diffuse Beleuchtung und das ist auch eines der weiteren wichtigen Features von Raytracing, was man auf jeden Fall kennen sollte. Das macht auf jeden Fall so den Großteil dieses Gesamteindrucks aus, wenn man so in den Raum reinschaut und sieht auf jeden Fall die ganzen Schatten um die Objekte. Das ist dieses indirekte diffuse Licht. Und dann gibt es zum Schluss noch die sogenannten Kontaktschatten. Kontaktschatten sind eigentlich Schatten, die sich direkt an Objekten befinden. Jetzt suche ich mal eben, ob ich irgendwas Passendes finde. Wobei man hier am Boden eigentlich schon zum Beispiel den Tisch als Beispiel nehmen kann. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Schatten an, der geworfen wird ganz rechts unten, also neben dem Mülleimer unten am Fuß des Tisches. Da seht ihr, der Schatten ist, je näher er zum Objekt kommt, dunkler als am Ende. Klingt jetzt eigentlich ganz normal, weil so ist es im reellen Leben eben auch. Wenn ihr den Schatten habt direkt am Objekt, ist es dunkler und wird nach hinten dann diffuser. Wenn wir jetzt mal kurz Raytracing ausmachen, dann hat man das gesehen, der Schatten hat sich bewegt und der Schatten ist jetzt viel homogener, viel gleichmäßiger, also was eigentlich nicht der Realität entspricht, sondern der Schatten ist eben sehr nah am Objektende, viel, viel stärker, als er eben zum Schluss ist. Und das ist auch was einem vielleicht nicht direkt auffällt, auch nicht beim Zocken, aber was der Realität sehr viel näher kommt. Deswegen Raytracing, ich muss sagen, jetzt, wo ich mich das erste Mal wirklich damit beschäftigt habe, mir angeschaut habe, was sind so die Features von Raytracing und was bewirkt das Ganze genau, dann ist es auf jeden Fall cool. Interessant finde ich, dass ich, wenn ich so ein Spiel spiele ohne Raytracing, es für mich ganz normal sich anfühlt, weil ich das nicht anders gewohnt bin. Also so ist es für mich diese typische Videospielerfahrung, also dieses, ich sag mal, leicht plastische, was man so kennt. Wenn man dann aber Raytracing anmacht und dann gibt es plötzlich diese Reflexion, zum Beispiel in der Scheibe, finde ich einfach eine sehr coole Sache. Da wir gerade schon über das Spiel Control gesprochen haben, ich habe die Benchmarks hier im gleichen Raum gemacht, also mit 1080p Raytracing an und aus. Die Benchmarks wurden in den höchsten Details durchgeführt und wir haben bei der RTX 2070 Super, wenn RTX aus ist, 88 FPS durchschnittlich, 76 FPS im 1% Minimum und wenn wir bei der RTX 2070 Super dann Raytracing aktivieren, dann landen wir immerhin noch bei 58 FPS im Durchschnitt und 51 FPS quasi im Minimum bei den 1% Low, also mit knapp 60 FPS absolut noch spielbar. Bei Shadow of the Tomb Raider ist das Bild sehr ähnlich, aber man sieht hier eben ganz klar, dass Raytracing eine Herausforderung ist und dementsprechend auch zu Leistungseinbußen führt. Wir haben hier ohne Raytracing 97 FPS im Durchschnitt, 85 beim 1% Low. Wenn wir Raytracing aktivieren, haben wir noch 83 FPS im Durchschnitt und 63 FPS im 1% Low. Das heißt, auch hier im Schnitt kann man sagen, ca. 20 bis 30% Performance-Einbußen dadurch, dass man Raytracing aktiviert. Metro Exodus, auch hier in 1080p haben wir ein sehr ähnliches Bild. Wir haben 94 FPS im Schnitt ohne Raytracing mit 75 FPS im 1% Low, haben mit der 2070 Super mit Raytracing aktiviert
noch durchschnittlich 66 FPS und bei 1% Low sind wir hier bei 50 FPS. Also kann man auch hier sagen, beide Varianten sind auf jeden Fall mit der RTX 2070 super, mit 1080p und maximalen Details absolut spielbar. Als letztes noch Battlefield 5, wieder 1080p Ultra Setting. Da merkt man ganz klar, dass Battlefield 5 nicht ganz so anspruchsvoll ist, zumindest hier im Singleplayer. Da haben wir durchschnittlich ohne Raytracing 139 FPS mit 111 im 1% Low. Wenn wir Raytracing aktivieren, haben wir hier noch 115 FPS durchschnittlich und 91 FPS im 1% Low. Und da kann man zusammenfassend sagen, also das Bild spiegelt sich eigentlich durchgehend durch alle Spiele, dass man, ich sag mal, im Schnitt 20 bis 30% Performance-Einbußen hat, wenn man Raytracing aktiviert. Man muss aber auch sagen, in allen Spielen, die ich getestet habe, ist es so, dass es noch spielbar ist mit einer 2070 Super und 1080p. Mit einer höheren Auflösung bei allen Spielen würde ich auf jeden Fall zu einer noch stärkeren Grafikkarte greifen, also zum Beispiel zu der Gigabyte 2080 Super, die ich letztes Mal getestet habe, oder sogar eine 2080 Ti wäre da auf jeden Fall der bessere Fall, wenn ihr auf Raytracing Wert legen solltet. Wichtig ist auch, dass nicht alle Spiele auf dem gleichen Level sind. Also nicht alle Spiele unterstützen aktuell die gleichen Features, sind aktuell gleich ausgebaut. Das heißt, je nach Spiel, manche Spiele werden intensiver belastet durch Raytracing, manche weniger. Aber durchgehend kann man sagen, ist das, was ich getestet habe, auf jeden Fall noch spielbar. Bevor wir zum Fazit kommen, noch der kurze Hinweis auf zwei Aktionen von Gigabyte. Bei der ersten könnt ihr bis zu 30 € bekommen, wenn ihr eine Grafikkarte kauft und diese bewertet. Und dann gibt es noch ein Gewinnspiel, wo ihr eine von 5 RTX 2060 Super gewinnen könnt. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Abschließend muss ich sagen, Raytracing auch circa einem Jahr nachdem es quasi released wurde, also zusammen damals mit RTX 2080 und so weiter, hat sich einiges getan. Also gerade bei Control sind die Features sehr, sehr genial. Also ich finde immer noch diese transparenten Reflexionen sehr, sehr cool. Also gerade wenn man so sieht, was hinter einem passiert, was man sonst nicht sehen könnte. Ich glaube, das ist ein Feature, wie gesagt, für Multiplayer könnte das in Zukunft sehr, sehr interessant werden. Die Performance-Einbußen sind natürlich da, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man die entsprechende Hardware hat, dann sollte das auch kein Problem sein, wenn man eben mit der entsprechenden Auflösung spielt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von Raytracing haltet, von diesem ganzen Thema. Und wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, wie auch immer, lasst mich gerne wissen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.